Es war eigentlich eine unzerstörbare Sparte an Job, weil gefeiert wird immer, egal ob es den Leuten gut geht oder schlecht. Ja, keiner hat mit einer Pandemie oder mit was gerechnet, was man nicht sehen kann. Die Gigs kommen so schnell nicht wieder. So wie das vorher war, wird auch dieses Jahr nicht mehr alles passieren. Ich bin hier bei Frameworks und ich mache hier ein Praktikum. Rahmen kleben, sägen, das Holz raussuchen. Ich mache hier mein Handy den ganzen Tag aus. Keine Telefonate, keine SMS. Der Lockdown für mich kam erst ganz klar, als dann alle Gigs abgesagt wurden. Das war Mitte März. Tatsächlich wurde der Gig für Freitag, Samstag erst am Freitagnachmittag, kurz bevor ich los musste, abgesagt. Das zu realisieren, dass du keine Gigs mehr hast für einen Monat oder länger oder sowas. Im ersten Moment habe ich mich gefreut drüber, weil ich gedacht habe, okay, eine gezwungene Auszeit. Es war eigentlich eine unzerstörbare Sparte an Job, weil gefeiert wird immer, egal ob es den Leuten gut geht oder schlecht. Ja, keiner hat mit einer Pandemie oder mit was gerechnet, was man nicht sehen kann, nicht riechen kann, nicht schmecken kann. Ich glaube, alle sind erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Als dann nach Tagen der Überlegungen und immer wieder das Thema, dann auch das Bewusstsein dafür geschaffen wurde, dass das hier eine längere Sache wird und dass es sein könnte, dass es halt für eine ganze Weile nichts gibt, ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass es doch nicht der Job ist, dass halt immer Leute Party machen können. Ja, es ist ein bisschen traurig. Andererseits, es gibt Sachen, die kann man nicht ändern. Und ich glaube, je früher man damit konfirm ist, dass man das annimmt und so schön oder so traurig es auch ist, Sachen, die du nicht ändern kannst, musst du dich halt der Situation anpassen. So I take an ugly. You take an ugly piece with the nice pink, Yeah. or if we have yellow, then you take an ugly piece. Yeah. I'm Claire Dossé. I am the owner and founder of Frameworks Berlin. It's a picture framing store, kind of normal, but really not, because we have a lot to do with sustainability and modern contemporary framing, which means anything new you want, we'll do it. Da ich ja die letzten Jahre mit was komplett anderem beschäftigt war, habe ich mir in der Corona-Zeit überlegt, dass ich gern was mit Holz arbeiten würde. Dirty is a customer of ours for a couple years now, and he's a good customer. He buys art, he buys stuff on his travels, and he gets it framed professionally. Important there. He picked up a contract a couple weeks ago, and then he said, "Hey, I have nothing to do, can I work with you guys?" And we were like, no, not really. But he said he was really being serious. And we thought about it, and then we let him in. And he's been now 2 days already. This is his third day. And he's a hardcore worker. I guess how he plays music is definitely how he approaches life, because he's like a kleiner Ameise, and he just really is a worker. So it's nice to have him here. Aus alten, 50 Jahre alten Türen werden die rausgeschnitten und jetzt klebe ich die zusammen und dann hast du zweifarbige Rahmen und du hast halt immer die alte Holzstruktur. Also wie hier zum Beispiel, hier drunter war weiß, jetzt ist es gelb, hier haben wir das auch mit braun und weiß und dann tut man die halt so zusammen und dann ergeben die dann so ein Stück Holz. Und dann werden die zu Rahmen verarbeitet. Ich könnte mir vorstellen, beim Schwarz-Weiß-Bild käme das jetzt ganz geil. Ich arbeite gern und ich arbeite viel und das komplette Konzept ist zusammengebrochen. Und jetzt, wo man nicht mehr am Wochenende dauernd abstürzt, ist mein Gehirn halt auch
einfach auf Hochtouren und ich war einfach auch unterfordert die ganze Zeit. Die Gigs kommen so schnell nicht wieder, so wie das vorher war, wird auch dieses Jahr nicht mehr alles passieren. Es ging einfach darum, dass ich eine Aufgabe brauche, wo ich auch was lerne und wo ich Bock drauf habe. Das ist jetzt nicht jedes Praktikum, aber da die jetzt mich wollten, finde ich das super. Und ich mag mit Holz arbeiten. Ich finde Holz super. Und es ist genau der Kontrast zu dem im Studio sitzen, am Laptop sitzen, digitale Arbeit, Social Media. Ich mache hier mein Handy den ganzen Tag aus, keine Telefonate, keine SMS. Hier läuft ein bisschen Musik und ich kann hier in einer Geschwindigkeit arbeiten, wie es mir passt. Ich habe keine Eile, nicht so wie normalerweise mein Job von A nach B, schnell dahin, schnell dahin. Man ist ja immer gehetzt gewesen, weil das ja zeitlich gar nicht... Hier hast du alle Zeit der Welt. Du fängst mit was an, ob das jetzt in einer Stunde fertig ist oder in 1,5. Hauptsache, es sieht gut aus, du kannst dir Zeit... Es ist einfach genau das Gegenteil von dem Rest meines Lebens. Man ist ja total runtergefahren, der Tinnitus ist nicht mehr da, ich bin nicht mehr gestresst, ich habe keine Schlafprobleme, weil ich jetzt seit tatsächlich 6 Monaten einen fast normalen Rhythmus habe und so weiter und so fort. Man muss da in sich gehen. Die letzten 10 Jahre waren ziemlich toll jetzt rückblickend, obwohl ich manchmal Ende des Sommers immer gesagt habe, boah, ich kann nicht mehr, das hat mich einfach ausgelaugt. Man legt mehr auf, man reist mehr, gleichzeitig wird man älter, die Sachen werden anstrengender. Man macht das schon eine Weile. Rückblickend finde ich, habe ich die schönsten 10 Jahre meines Lebens gehabt. Punkt. Ja, so, ich hätte es gern auch wieder so. Punkt. Es war eine tolle Zeit. Nichtsdestotrotz weiß ich den Moment gerade zu schätzen. Bla bla, Celine ist ihr YouTube-Channel. Bitte abonnieren. Menschen, Berlin und Techno. Bla bla bla. Yeah.